Wir werden immer dicker. In fast allen Ländern geht der BMI nach oben. Und das ist tödlich oder mindestens schlecht und ungesund, würden vermutlich die meisten sagen. Gleichzeitig gibt es das Body Positivity Movement, das sagt, wir sollten mehr Körperformen akzeptieren, wie sie sind, und Gesundheit gibt es bei jedem Gewicht. Okay, aber wer hat denn jetzt recht? Ist Übergewicht wirklich ungesund oder nicht? Wir haben lange recherchiert, mit mehreren Experten gesprochen, wissenschaftliche Studien gelesen und dabei gelernt, dass wir nicht einmal halb so viel über dieses super spannende Thema wussten, wie wir vorher dachten. Steigt mit uns ein in diese sehr komplexe, aber wichtige Thematik. Trigger Warning, in diesem Video geht es um Übergewicht, es geht um Ernährung und um psychische Krankheiten. Wenn ihr das also nicht sehen wollt, dann klickt jetzt besser weg. Okay, lasst uns als allererstes mal mit einem Mythos aufräumen. Wenn ein Arzt herausfinden will, ob ich übergewichtig bin, dann wird er wahrscheinlich meinen Body Mass Index, kurz BMI, berechnen. Dafür teilt man einfach das Körpergewicht durch die Körpergröße im Quadrat. Und Übergewicht ist, wenn man einen BMI von über 25 hat. Ab 30 redet man von krankhaftem Übergewicht, also Adipositas. So zumindest definiert das Robert-Koch-Institut oder auch die WHO. Das habe ich auch damals in der Schule gelernt. Was ich aber nicht gelernt habe, ist, dass der BMI alleine für mich relativ unbrauchbar ist. Denn der BMI ist zu einfach. Beim Berechnen zählen ja nur zwei Dinge: Größe und Gewicht. Ob 5 Kilo mehr Muskeln oder 5 Kilo mehr Fett, macht hier keinen Unterschied. Arnold Schwarzenegger wäre also mit seinem Wettbewerbsgewicht von 107 Kilogramm bei einem BMI von über 30 und damit krankhaft fettleibig. Das zeigt, dass der BMI alleine auf individueller Ebene nicht reicht, um uns etwas über unsere Gesundheit zu sagen. Aber Spoiler, wir werden trotzdem in diesem Video über den BMI reden. Und damit sind wir wie gesagt nicht alleine. Aber warum rechnen RKI und WHO mit dem Body Mass Index, wenn er doch so inakkurat ist? Naja, der BMI ist so ziemlich das Beste, was wir haben, wenn es darum geht, sich die Gesellschaft und nicht einzelne Menschen anzuschauen. Er lässt sich nämlich schnell berechnen. Detaillierte Tests, die sich Knochen, Fettgewebe oder Ähnliches anschauen, sind komplizierter zu erheben als der BMI. Dazu kommt, wir berechnen ihn schon eine gefühlte Ewigkeit. Das heißt, wir haben sehr viele Daten. Es ist einfach besser, mit alten, vielleicht etwas unpräzisen, aber dafür umfangreichen Daten zu arbeiten. Deswegen können wir mit dem BMI gesellschaftliche Entwicklungen sehen. Und die gehen ganz klar in eine Richtung. 2,6 Milliarden Menschen waren 2020 übergewichtig. 988 Millionen davon fettleibig, also krankhaft übergewichtig. Und wenn es so weitergeht, dann ist 2035 jeder zweite Mensch auf dem Planeten übergewichtig. Warum das so ist kompliziert. Klar, im Grunde genommen kann Gewichtszunahme nur passieren, wenn unterm Strich mehr Energie zu sich genommen wird, als vom Körper verbrannt wird. Aber warum wir global mehr Kalorien essen als noch vor 30 oder 40 Jahren, ist eigentlich ein eigenes Videothema. Fest steht aber, wir werden dicker. Aber werden wir dadurch auch ungesünder? Bevor wir Äpfel mit Birnen vergleichen, müssen wir erst einmal klären, was gesund überhaupt bedeutet. Ganz allgemein gesagt verbinden wir mit Gesundheit die Abwesenheit von Krankheit. Das greift aber wahrscheinlich für dieses Video zu kurz. Auch die WHO definiert Gesundheit mittlerweile etwas breiter als physisches, soziales und psychisches Wohlergehen. Und genau so wollen wir das hier auch machen. Machen wir es kurz. Statistisch gesehen steigen mit einem BMI über 30 die gesundheitlichen Risiken. Deswegen definiert die WHO oder auch das RKI alles ab 30 als Krankheit. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht, denn man kann sowohl übergewichtig als auch kerngesund sein. Individuell gesehen müsste man es also eigentlich so formulieren: Sehr dick zu sein ist wahrscheinlich langfristig schlecht für die Gesundheit. 2020 kam eine Studie heraus, bei der fast 3 Millionen Erwachsene in England für 11 Jahre begleitet wurden. Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem BMI zwischen 30 und 35, also Adipositas 1, hatten eine 5-mal höhere Chance, an Diabetes zu erkranken. Bei einem BMI von 40 oder 45 war das Risiko 12-mal so hoch. Dazu kommt, dass Adipositas mit verschiedenen Herzkrankheiten, Schlaganfällen oder zum Beispiel Krebs korreliert. Soweit, so erwartbar. Gleichzeitig lassen sich bei stark übergewichtigen Menschen teilweise bessere Blutzucker- oder Cholesterinwerte feststellen. Mit fortschreitendem Alter wird mit einem leicht erhöhten BMI auch eine bessere Lebenserwartung verbunden. Das Übergewicht ist also quasi eine Reserve für kräftezehrende Krankheiten.
Und es gibt einfach Menschen, die zu viel wiegen, aber kerngesund sind. Wie kann Übergewicht scheinbar gleichzeitig ungesund für die einen und unbedenklich für die anderen sein? Wie Übergewicht meine Gesundheit gefährdet, kommt wahrscheinlich darauf an, auf welche Art ich übergewichtig bin. Denn wo und wie der Körper Fett speichert, macht einen großen Unterschied. Überschüssiges viszerales Fett, also Fett in der Bauchhöhle um die inneren Organe und das Verdauungssystem herum, wird mit mehr Entzündungserscheinungen in Verbindung gebracht. Denn viszerales Fett nimmt mehr Einfluss auf unsere Hormone und den Stoffwechsel. Und Fett, was sich in Organen, wie zum Beispiel der Leber, ansetzt, ist auch gefährlicher als Fett, was sich einfach unter der Haut ansetzt, was teilweise sogar gut für uns ist. Dick heißt also nicht zwangsläufig ungesund. Es kommt darauf an, wo der Körper das Fett speichert, und das ist bei jedem anders. Das ist aber auch noch nicht alles. Denn die Wissenschaft hat Hinweise, dass es Menschen gibt, die einfach von Natur aus mit den negativen Folgen von Übergewicht besser umgehen können. Da gibt es zum Beispiel dieses Paper hier, das ziemlich hohe Wellen geschlagen hat. Die Forschenden haben 62 Genorte gefunden, die sowohl mit höherem Körperfett in Verbindung stehen, als auch mit einem niedrigen Risiko an Stoffwechsel- und Herzerkrankungen zu leiden. Kurz darauf kam auch diese Studie hier raus. Hier wurden 45 übergewichtige Menschen mit Stoffwechselerkrankungen, 45 gesunde Übergewichtige sowie 25 normalgewichtige Menschen miteinander verglichen. Und bei den ungesunden übergewichtigen Teilnehmern hat man in den Fettzellen mehr Fasergewebe gefunden, was auch dafür spricht, dass es individuelle körperliche Unterschiede gibt, wie gesund Übergewicht sein kann. Menschen, die resistent gegen die ungesunden Folgen von Übergewicht sein sollen, nennt man MHO, Metabolically Healthy Overweight. Wo genau die Grenzen zwischen MHO und ungesundem Übergewicht verlaufen, ist aber ziemlich umstritten. Zahlen, die wir gefunden haben, sprechen davon, dass 6-60% aller Übergewichtigen MHO sein könnten. Das ist aber so eine riesige Spanne, dass das quasi alleine entscheiden würde, ob Übergewicht eher ungesund ist oder nicht. Andere Zahlen identifizieren in einer riesigen Studie 40% von 12.000 Amerikanern und 20% von 374.000 Engländern als MHO. Definiert wurde MHO hier am Blutdruck, Hüftumfang, der Krankheitsgeschichte der letzten 14 Jahre sowie über die Blutzuckerwerte. Leider gibt es hier noch keine finale Antwort, wann Übergewicht gesund sein könnte, aber eben Hinweise. Generell lässt sich sagen, dass Übergewicht körperlich gesünder ist, wenn man jünger, weiblich und nicht adipös ist. Besonders entscheidend ist ein BMI unter 30 und das Alter. Junge Körper können beispielsweise Adipositas noch viel besser wegstecken, im Alter wird es dann aber zu einem Problem. Und das bietet vielleicht eine neue Definition von physisch gesundem Übergewicht. Es ist kein definitives Urteil, sondern ein Zustand, der sich im Alter in ungesundes Übergewicht entwickeln könnte. Das unterstützt auch diese Studie hier. Die These: Alles, was Menschen zu Metabolically Healthy Overweight macht, ist keine Immunität, sondern eine Verlangsamung der potenziell schädlichen Folgen von Übergewicht. Von Folgen für Gelenke und Knochen sind gesunde Adipositas-Patienten übrigens auch nicht befreit. Ergo, trotz all der Unklarheiten ist es wahrscheinlich besser, abzunehmen, wenn man adipös ist. Das Risiko, dass daraus mal ein gesundheitliches Problem werden könnte, ist nach dem aktuellen Wissensstand einfach zu hoch. Das Übergewicht an sich ist aber nicht das einzige Gesundheitsrisiko für dicke Menschen. Wir sehen gerade mehr und mehr Studien, die herausgefunden haben, dass übergewichtige Menschen öfter an leicht vermeidbaren gesundheitlichen Problemen leiden und das nicht wegen des Übergewichts an sich. Viele haben Sorgen, zum Arzt zu gehen und dort verurteilt zu werden. Und das stimmt auch, denn wir sehen, dass Übergewichtige tatsächlich oft eine schlechtere Behandlung bekommen, weil auch unter Fachpersonal starke negative Meinungen und Vorurteile herrschen. Die Studien dazu findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung. Und damit kommen wir auch schon zu einem Teil, der hier in der Diskussion besonders wichtig ist. Denn bei der ganzen Diskussion über die Gesundheit von Übergewichtigen bleibt ein wichtiger Punkt oft links liegen: Wie die Gesellschaft mit übergewichtigen Menschen umgeht. Und das ist eindeutig ungesund. Denn negative soziale Erfahrungen, von denen viele übergewichtige Menschen ein Lied singen können, sorgen für physiologische Stressantworten, die unserem Körper und unserer Psyche schaden. Ständiges Gewichtsstigma führt zu einem erhöhten Ausstoß von Cortisol, was wiederum zu Stoffwechselproblemen sowie Gewichtszunahme führen kann. Das ist ein Teufelskreis.
Dazu kann dann kommen, dass Betroffene diesen Stress mit Alkohol und Drogen behandeln und/oder sich zurückziehen und soziale Kontakte vermeiden. Auch das ist alles andere als geil für die Gesundheit. Im Ernstfall entsteht durch das Übergewichtsstigma chronischer sozialer Stress, der im Zusammenhang mit einer 60% erhöhten Mortalität steht. 60%. Und jetzt kommt der Hammer, selbst wenn der BMI unter 25, also im Bereich des normalen Gewichts war, hat man diese erhöhte Mortalität feststellen können. Das heißt, es reicht vielleicht, sich selber als übergewichtig wahrzunehmen oder wahrgenommen zu werden, um die psychischen Folgen zu spüren. Und es könnte sogar sein, dass die Konsequenzen aus Mobbing und Stigmatisierung schlimmer für unseren Körper sind als das eigentliche Übergewicht. Das wollen jetzt schon mehrere Paper herausgefunden haben. Allerdings waren Wissenschaftler, mit denen wir gesprochen haben, hier etwas vorsichtiger. Es ist natürlich auch generell schwierig zu messen, was individuell schlimmer empfunden wird. Was wir aber definitiv wissen, ist, dass dicke Leute öfter an Depressionen leiden. Dazu wird gerade wahnsinnig viel geforscht, zum Beispiel in dieser Studie hier. Die Ergebnisse: ein Großteil der Depressionen kommt durch psychosoziale Effekte, also das, worüber wir gerade gesprochen haben. Mobbing, Verurteilung, Benachteiligung. Aber rechnet man die psychosozialen Gründe raus, sind übergewichtige Leute immer noch auffällig depressiver. Ein Grund dafür könnte die System-Wide Inflammation sein. Das Ganze ist super kompliziert, daher hier nur die einfache Kurzfassung. Beim Stoffwechsel entstehen quasi Reste, die unser Körper regelmäßig loswerden muss. Und das tut er nur, wenn wir ab und zu mal einen Tag mehr Energie verlieren, als wir zu uns nehmen. Zum Beispiel durch Sport oder weniger Essen. Wenn wir das alles nicht loswerden, dann baut sich quasi ein Backlog von Stoffwechselresten in uns auf. Das führt zu Entzündungsreaktionen und diese beeinflussen nicht nur unseren Körper, sondern machen uns auch depressiv. Aber das alles muss nicht mal nur am Übergewicht liegen. Ähnliche Entzündungserscheinungen werden auch bei dünnen Menschen festgestellt, die sich einfach nicht besonders gut ernähren. Zum Beispiel spielen Transfette hier eine Rolle. Auch das zeigt wieder Übergewicht. Und die Krankheiten, die daraus entstehen können, sind vielschichtig und multifaktoriell. Wie fasst man das jetzt alles zusammen? Ist Übergewicht wirklich ungesund? Also, erstmal, nur am BMI die individuelle Gesundheit festzustellen ist unmöglich. Denn viszerales Fett, also Bauchfett, ist gefährlicher als ein hoher BMI. Sehr spannend sind hier ein paar Studien, die zeigen, dass Menschen problemlos einen normalen BMI haben können und gleichzeitig gesundheitlich quasi adipös sind. Der BMI bildet das einfach nur nicht ab. Am wichtigsten ist es, glaube ich, nochmal klar zu sagen, die Krankheiten, die mit Übergewicht korrelieren, entstehen nicht einfach automatisch durch mehr Fett. Vielmehr sind sie eine komplizierte Verkettung von Genetik und individuellen körperlichen Unterschieden und Eigenheiten. In der breiten Bevölkerung wissen wir, dass es rein statistisch vermehrt zu diesen Krankheiten kommt. Auf individueller Ebene sind es aber eben viele kleine und größere Weichen, die Übergewicht krankhaft machen oder eben auch nicht. Und hier spielt das Ausmaß des Übergewichts wahrscheinlich eine entscheidende Rolle. Die Ärzte, mit denen wir für dieses Video hier gesprochen haben, waren sich einig, dass Adipositas, also ein BMI von über 30, zu Recht als Krankheit eingestuft wird. Gesünder wird es definitiv bei einem BMI unter 30, vielleicht sogar trotz leichtem Übergewicht. Die Gefahr, dass aber auch hier eine Krankheit entstehen kann, bleibt. Ähnlich kompliziert ist es, wie Übergewicht entsteht. Hormone, soziale, psychosoziale und genetische Gründe bestimmen, wann wir hungrig und wann satt sind. Übergewicht ist nicht einfach Charakterschwäche, sondern ein komplizierter Zustand, der ernsthaft ungesund sein kann, aber nicht die Schuld der Person selbst ist. Und wer über die Gesundheit von Übergewichtigen reden möchte, der muss die psychische Belastung von dicken Menschen zum Thema machen. Es ist einfach krass, welchen gesundheitlichen Risiken dicke Menschen ausgesetzt sind, die absolut nichts mit ihrem Übergewicht selbst zu tun haben. Und vieles davon kann auch internalisiert werden. So war das bei mir. Ich habe mich die längste Zeit meines Lebens als zu dick betrachtet und darunter litt mein Selbstwertgefühl und noch viele andere Dinge. Bis ich dann im Januar 2021 beschlossen habe, abzunehmen. Gemacht habe ich das mit Kalorienzählen, weil das eine super akkurate und sehr wissenschaftliche Methode ist. Das passt zu mir, aber das muss natürlich nicht zu jedem passen. Die App, die mir erlaubt hat, über 16 Kilogramm abzunehmen, heißt Yasio. Und da ich sie so toll fand, haben wir uns bei Yasio gemeldet und nach einer Zusammenarbeit gefragt, die jetzt auch stattfindet, denn Yasio unterstützt dieses Video hier netterweise. Die App funktioniert sehr einfach, hat aber viele nützliche Funktionen. Erstmal gebt ihr an, was ihr gerade wiegt und was ihr gerne wiegen würdet.
Daraus berechnet Yasio dann, wie viel Kalorien ihr jeden Tag zu euch nehmen solltet. Dank der großen Datenbank könnt ihr dann einfach alles, was ihr den Tag über so esst, per Barcode einscannen oder eintragen. Ich habe mir dann auch relativ schnell Yasio Pro geholt, weil das nochmal mehr Features hat. Zum Beispiel Intervallfasten, was mir persönlich sehr viel geholfen hat, oder das Aufzeichnen von anderen Körperwerten wie Körperfett und Muskelmasse. Was ich aber damals nicht hatte, ist ein Rabattlink von Dr. Watson über 40% für ein Jahr. Über diesen Link hier, yasio.me/dr-watson, zahlt ihr für Yasio Pro nur 2,50 € im Monat. Abnehmen hat mein Leben verändert. Zum Besseren. Und Yasio hat mir dabei geholfen. Man könnte also argumentieren, dass Yasio mein Leben verändert hat. Wenn ihr euch die App auch runterladen wollt, dann klickt auf den ersten Link unten in der Videobeschreibung, dann bekommt ihr auch meinen Rabatt und findet dort auch meine 5 wichtigsten Tipps zum Abnehmen. Die Forschung lernt gerade sehr, sehr viel über Übergewicht. Ständig kommen neue Studien raus, die sich mehr mit dem Individuum und weniger mit der Gesellschaft beschäftigen und das ist wahnsinnig spannend. Wir sollten also offen bleiben und versuchen, Übergewicht neu zu verstehen. Noch bis vor kurzem war ein operativer Eingriff quasi das Einzige, was wirklich immer geholfen hat, dünner zu werden. Mittlerweile sind aber die ersten funktionierenden Medikamente da, die beim Abnehmen helfen. Ja, es gibt jetzt tatsächlich echte Abnehmpillen, nicht nur irgendwelche TV-Werbescams. Wenn wir darüber ein Video machen sollen, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr hier gerne schauen, wie ich über, ich glaube, 16 Kilo abgenommen habe. Und ansonsten wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt neugierig. Euer Cedric. Arnold Schwarzenegger wäre also mit seinem Wettbewerbsgesicht